Willkommen, Schwester. Ich bin Simon Rita hier von der Tempeltour. Ich bin gerade in Hamburg. Es ist Ostersamstag, Karsamstag, und wir hatten gestern Karfreitag Tempel gefeiert, und zwar bei Beate, die heute hier mit mir ist, die das Ganesha-Mobil gekommen ist. Ganz herzlich willkommen, Beate. Vielen Dank. Und gestern hatten wir im Tempelraum von Beate gefeiert, und das war 10 Jahre. 10 Jahre hast du bereits deine Tempelgruppe in diesem Raum, also 10 Jahre einen offenen Tempel in Hamburg. Und da werden wir auch noch darüber sprechen, doch zuallererst, Beate, interessiert es mich, was dich in diesen Kreis geführt hat, wer dich dazu eingeladen hat, und vielleicht magst du so ein bisschen erzählen, wie sich das angefühlt hat in dir und was es so mit dir gemacht hat. Ja, also ich war das erste Mal 2012 im Kreis und kurz davor habe ich eine Sadhana mitgemacht und dann habe ich erfahren, dass Shamali 2012 nach Hamburg kam. Und ich war damals gerade in einer Ausbildung und hatte kurz danach Prüfung, und dann war ich so, kann ich in die Prüfung gehen und vorher in das Wochenende, und dann war es ausgebucht, und dann wurde mir die Entscheidung erstmal abgenommen, und dann habe ich erfahren, sie kommt nach der Prüfung an dem Wochenende. Und dann bin ich dorthin gefahren und hatte die Prüfung bestanden und hatte so das Gefühl, ich feiere mich. Und ich kann mich erinnern, das war irgendwie im zweiten Stock, und überall waren Rosenblätter und es gab Kerzen, und damals hat das Seminar die Balav Walburga organisiert, und das war so schön, also schon die Treppe hochzukommen, die Rosenblätter, die Kerzen, und dann war das so ein, ja, genau hier fühlte sich mein Körper wohl. Dieses Gefühl von, ach, ohne zu wissen, was machen wir denn jetzt hier eigentlich und wie wird es sein? Dieses Gefühl von Wärme, von Schönheit, von Willkommensein, das war sofort da. Und das war ein Wochenendseminar? Ja, das war ein Wochenendseminar in Hamburg auch. Ich weiß noch, dass ich mit dem Fahrrad dorthin gefahren bin und dann war ich ganz beseelt, bin ich wieder gefahren und hatte das Gefühl, das möchte ich immer wieder haben. So, das Gefühl. Und dann, wie ging es weiter? Also bist du dann weiter in Retreats gefahren? Ja, ich bin weiter in Retreats gefahren und ich hatte mich dann sehr für Korfu interessiert und habe mir dann auch das Programm, es war damals schon ausgeschrieben, angeguckt, und dann habe ich gesehen, jeden Tag 2 Stunden tanzen, und ich konnte früher mich nicht so gut bewegen und mein Körper konnte eben diese Bewegung nicht gut, schon gar nicht tagtäglich. Und dann habe ich gedacht, ob ich das schaffe. Und meine zweite Herausforderung war, ist mein Englisch so gut und auch im Teilen den Frauen auf Korfu zu begegnen. Und dann habe ich gedacht, was gibt es denn noch? Und dann gab es das Tempeltraining. Und das Tempeltraining hatte die Vorzug, dass es übersetzt wurde. Habe ich gedacht, gut, dann fahre ich jetzt an Chiemsee, und dann mache ich das Tempeltraining mit und bin dort eingetaucht, und es gibt die Möglichkeit, du musst nicht unbedingt eine Tempelgruppe anbieten. Da habe ich gedacht, dann bin ich da einfach so, und als die letzte Gruppe dann war mein Finger sofort oben, und ich musste unbedingt einen Teil des Tempels anleiten und bin so beseelt nach Hause gefahren, und es war auch so natürlich, dort zu stehen und anzuleiten. Und dann bin ich mit dem Tempelhandbuch im Gepäck von München nach Hamburg, habe alles gelesen, war total begeistert und habe dann meine Freundin Gabi auf der Straße getroffen. Die sagte, was hast du denn gemacht? Du siehst so gut aus. Und dann habe ich ihr erzählt, ich war im Tempeltraining. Und dann sagte sie, wenn du mal einen Tempel anbietest, dann musst du mich einladen. Und es war auf der Straße, überall waren Menschen. Und
dann habe ich gesagt, lass uns das doch zusammentun. Und ich bin nicht so technikaffin und dann hatte ich das Gefühl, hey, mach du doch die Musik und dann kreieren wir das zusammen. Und wir haben einen Monat später auch gleich angefangen zu Beltane. Und bis zur Pandemie haben wir zusammen den Tempel dort 14-tägig offen, Freitagabend angeboten. Auch mit komme was wolle, wir waren immer da. Eine von uns auf jeden Fall. Und auch dieses Commitment einzugehen, die Tempeltüren immer zu öffnen. Auch selbst wenn es mir nicht gut geht, der Kreis nährt mich, auch wenn ich ihn anleite. Das ist ein Riesengeschenk gewesen, eine Riesenerfahrung immer noch. Und auch dort Zeugin zu sein für so unterschiedliche Geschichten, die in unseren Herzen wohnen. Es ist immer wieder neu, es ist immer wieder schön und ich bin so dankbar. Auch das Gefühl von nicht zu wissen, was sage ich jetzt oder wie sage ich das Gefühl, so verbunden zu sein und geführt zu sein. Ja, es ist wie so, ich bin in Berlin geboren, also gibt so die Bahn, die oben einklingt, weißt du, es ist wie so ein Einklinken und dann spricht es durch mich durch und ich weiß auch in Situationen, wo ich denke, ich habe es so geplant und dann weiß ich, nee, ich mache es jetzt so, das ist jetzt gut. Und ich habe so viel im Kreis gelernt, auch von den Frauen, auch Schwesternschaft. Ich hatte am Anfang auch Schwestern, das fand ich ganz schwierig. Auch in Freundschaften, wie geht das zusammen? Wie halten wir uns Raum? Wie sind wir? Wenn meine Grenzen erreicht sind, wie gehen wir weiter? Und dann auch mit der Manifesto zu praktizieren, darin immer wieder zu üben und zu atmen und in den neuen Augenblick zu gehen und zu sagen, okay, neuer Augenblick, wie machen wir das jetzt? Ja. Wenn du so zurückblickst auf dieses Tempeltraining, vielleicht kannst du dich noch erinnern, also ist es das, was du erwartet hattest oder hat dich etwas überrascht? Mich hat so überrascht, dass ich wollte ja nur gucken, ob mein Englisch ausreicht oder ob ich verstehe und wie wie in mir alles wusste, hier bin ich irgendwie zu Hause, auch in diesen Übungen, in der Struktur, in dem Aufbau, dieses Ankommen zu praktizieren und auch das, was ich geteilt habe, zu bewegen. Das fühlte sich alles sehr, sehr natürlich an. Und das kenne ich, dieses Gefühl in mir wahrzunehmen, das hat mich überrascht, dass ich das dort getroffen habe. Ich bin mit einer ganz anderen Erwartung angereist. Und ich weiß noch, in den Pausen bin ich dort in einem Wald gewesen und habe so in mich hineingelauscht, ja, und habe auch gemerkt, also über die Jahre jetzt auch noch mal mehr, da war etwas in mir, was schon immer da war und hat sich mehr und mehr durch die Praxis auch im Außen gezeigt, ja. Und das hat mich auch sehr berührt, zu spüren, dass es hat nur gewartet darauf, endlich ins Freie zu kommen. So. Wir kennen uns ja auch schon ganz, ganz lang. Wir hatten uns auch damals, haben wir gemeinsam das Neumonatsprogramm gemacht, auch vor über 10 Jahren, glaube ich, mit Chameli. Damals als Chameli noch das letzte Neumonatsprogramm, das sie noch gemacht hatte. Und dann haben wir natürlich ganz viele andere Neumonatsprogramme zusammen gemacht, wo du auch zusammen mit Claudia Seifert, Annapurna, wo ihr den Annapurna-Tempel, das Neumonatsprogramm im Annapurna-Tempel begleitet hattet. Und wir waren im India-Ashram zusammen, im Sommer-Ashram auf Korfu zusammen. Und du bist ja auch sehr verankert im Awakening Woman Team, also Tempelhüterinnen-Team. Du bist auch eine Mentorin im Tempelhüterinnen-Team. Und was mich so beeindruckt an dir, auch Beate, über die vielen, vielen Jahre, die ich dich auch schon kenne, ist, wie sehr du diese Übungspraxis, wie sehr du das verkörperst und wie groß deine Kapazität ist, Raum zu halten, deine Kapazität zu lieben
deine Kapazität, präsent zu sein und auch, ähm, was du über den Tempel hinaus, also auch wenn du nach draußen gehst in die Welt. Und vielleicht möchtest du auch ein bisschen darüber sprechen, weil ich weiß oder ich sehe ja auch, wie sehr wie sehr alles in deinem Leben zum Tempel wird und alles ist wie ein heiliges Ritual und der eine Moment führt in den anderen. Wie gelingt dir das? Diese Einladung auch, die es von Awakening Woman oder in den Retreats gibt, dieses mit allem willkommen zu sein, macht, macht in mir, da ist die Bandbreite so groß, von allem sein zu dürfen und wie wir unterschiedlich in die Welt gekommen sind und zu sehen, wie Körper sich entspannen, im Kreis anzukommen, das hat mich immer fasziniert und daraus habe ich gelernt, dass hinter all dem, was uns vielleicht wehgetan hat und was uns dann geschützt hat und so, dahinter ist immer diese Weite und diese große Liebe in allen von uns. Und meine Liebe auch, die ich oft zurückgehalten habe, weil ich mich so anders gefühlt habe oder meine Art zu sein, meine Wahrheit stimmte mit dem nicht überein. Und ich habe durch das Raum halten dürfen und auch durch die Tempel und durch die Seminare, auch durch all das, was wir tun, dass alles wie ein Retreat ist, alles, auch bei Annapurna hast du gerade erwähnt, also all die Lebensmittel, die wir eingeladen haben, die uns nähren durften, die sind nicht einfach nur, damit wir satt werden, sondern sie zeigen auch ihre Struktur, ihre Farben. Wir haben Mandalas gelegt mit den sogenannten Abfällen und da ist so ein Kreislauf entstanden mit allem, also das Mandala berührt die Herzen der Teilnehmerinnen und da zu merken, es wird immer größer, auch heute zu spüren, wenn all die Praxis von uns, wie das im Außen mit den Menschen, die wir begegnen, auch mit den Materialien, die wir brauchen, damit wir einen schönen Raum kreieren, all das fließt so zusammen und alles ist so wichtig, das zu kreieren, ja. Und wie wir mit den Menschen, die auch dafür, wenn du im Kreis beendest und dich für Menschen bedankst, die zu Hause geblieben sind, all dieses breite Feld und das zu spüren, das hat mein Herz und mein Raum, es ist so alles willkommen. Ja. Und das ist so fühlbar, auch in deiner Präsenz und ich auch, also ich spreche auch von mir, wie sehr, sehr, sehr ich mich unterstützt fühle durch deine Präsenz. Auch wie du dieses Tempelhüterin-Team anleitest oder sie eben auch, das ist, weißt du, es sind ja nicht Dinge, die wir tun, es ist, wir hüten einen Raum und wie sehr du das schützt und auch ehrst und auch so großzügig teilst. Ja, ich merke, es ist so ein Geschenk, das zu spüren und auch, dass überhaupt also dass es gewollt ist, dass es da ist, ja. Also dass ich das darf, dass ich meine Liebe verschenken darf. Ja. Und auch die Schwesternschaft, also auch im Team, wie wir jetzt sind, die Hüterin, wie wir diesen Raum schon jetzt, so ein Monatsprogramm beginnt im September. Und auch jetzt fangen wir schon an, wie ein Netz zu weben, uns Hüfte an Hüfte zu formieren wirklich und all das einzubringen und das ist so schön. Es ist so ein Gefühl gerade, ich ringe so ein bisschen nach Worten, weil es ist so schön,
Dinge, wo es früher Grenzen gab, ins Leben zu bringen. Und es ist nicht dieses, ich gebe das, dafür bekomme ich das, sondern es wird mit dem Geben immer mehr. Und zu sehen, also für mich ist es das größte Geschenk, wenn ich das fühle und wir das im Kreis öffnen und dann sehe ich, dass es in den Schwestern auch so ein Ja gibt, dann ist es so schön und da drin das Gefühl zu haben, all die Frauen, die sich gerufen fühlen, ins 9-Monats-Programm und dich natürlich zu unterstützen, dass du unterrichten kannst, dass du dich wohlfühlst, dass du all deine Kapazitäten dafür frei hast. Das einfach, das macht mich glücklich. Wenn ich dich sprechen höre und auch, ich weiß ja, all diese Räume, die du kreierst und einen ganz speziellen Raum, den du für mich und für viele andere öffnest, ist der Raum der Wunder. Und das liebe ich so an dir, wie du dich nicht zurückhältst, eben, was du da dich auch nicht eben an diese Vorgaben hältst und wie kann die Welt denn auch sein oder wie können wir auch miteinander in Beziehung gehen oder wie können wir eben diese Räume zusammenhalten und gestalten und wie machen wir das denn jetzt und wie sehr du lauschst auf diese Szenen in deinem Herzen. Und das führt dich auch zu ganz, ganz vielen wundervollen Projekten. Auch zum Beispiel die Decken des Mitgefühls. Das seht ihr übrigens auch auf der Webseite. Also einige Dinge sieht man auf der Webseite von Beate, einige Dinge noch nicht. Und dann ist da auch die Zusammenarbeit mit Annette Kessler. Und ihr habt euch auch im 9-Monats-Programm getroffen, also wart im Team. Und da ist eine wundervolle Zusammenarbeit entstanden. Und das sind auch verschiedene Wochenenden, die ihr anbietet. Das ist im Raum Stuttgart oder in Esslingen. Ja, das ein großes Geschenk der Schwesternschaft ist aus dem 9-Monats-Programm auch so entstanden, dass es Telefonpartnerinnen gibt und sich zu treffen und zu lauschen, zu teilen aus seinem Herzen und zu spüren, wo uns das hinbringt, wenn wir immer wieder teilen, den Raum bekommen, wirklich nur teilen zu können, ohne ich habe da eine Idee für dich und wie kostbar das ist, diese Schwesternschaft, wie auch jetzt habe ich durch Kolja ganz viel Hilfe auch erfahren und durch Annette und das ist, sich da drin zu unterstützen und mit Annette haben wir im November ein Seminar gehabt und haben gemerkt, ist so schön, die Räume für die Schwesternschaft zu öffnen. Wie geht denn das? Und zu üben, es ist wirklich ein Üben, wie in Liebe sich zu begegnen, zu lauschen, zu teilen und dann die nächsten Schritte zu tun. Es ist so schön zu sehen, wie die Samen auf so fruchtbaren Boden fallen. Und was du angesprochen hast vom 9-Monats-Programm, die Telefonpartnerschaft im 9-Monats-Programm ist ein Teil davon, dass wir eine Telefonpartnerin haben und dann trifft man sich regelmäßig. So, das ist dann auch, also es gibt einen Leitfaden dazu, das wird auch geübt, in welcher Form diese Treffen stattfinden. Und ganz, ganz viele setzen das fort, über ganz viele Jahre sogar. Also es gibt welche, die haben noch diese Telefonpartnerin seit 8 Jahren zum Beispiel. Und ich glaube, du hast auch schon ganz lange Telefonpartnerin. Ja, du hast mehrere, ich habe mehrere, ja. Und ich hatte auch zu Beginn des 9-Monats-Programms, wir haben 5 Jahre, waren wir Telefonpartnerin und jetzt habe ich auch mit einer Teilnehmerin zusammen, da war ich im Assistententeam, wir telefonieren auch seit Jahren jetzt schon und zu Beginn halt 14-tägig, so wie es eben auch angeleitet war. Dann hat es irgendwann gar nicht mehr ausgereicht. Wir sind jetzt wöchentlich und das ist auch so unterschiedlich durch die Zeit, dass wir so sehr eingestiegen sind in das Zoom-Treffen. Also ich habe Zoom-Partnerin, ich habe Telefonpartnerin und das ist ein unglaublich großes Geschenk, mich immer wieder zu fühlen. Was ist jetzt? Und eine Zeugin zu haben, teilen zu dürfen. Und ich merke,
ich bin an ganz andere Plätze gekommen und ja, dafür bin ich so dankbar. Hm. Du bist ja auch so sehr, sehr, sehr in Kontakt mit unserer deutschsprachigen Community. Also du hast ganz viele Telefonpartnerinnen, aber du bist einfach, ich habe dich ja auch gefragt, zum Beispiel zu deinem Tempel, gibt es da denn etwas auf deiner Webseite? Und, und du bist einfach in Kontakt mit den Frauen. Ja. Du lädst sie ein und ich finde das total schön, wie du da deinen Weg findest, das, was sich für dich freudvoll anfühlt und dich nicht, ja, jetzt sollte ich das machen oder das machen. Und vielleicht auch total gut zu hören für diejenigen Frauen, die auch Tempel anbieten und die da auch sozialen Medien und Webseite oder Facebook, und es gibt auch ganz andere Wege, das zu tun. Für mich war mit Annapurna hat Claudia viel Instagram und geteilt und ich mache das so ganz anders. Ich sag mal, wie ich das mache. Ich setze mich hin und stelle mir vor, welches Thema möchte ich denn gerne, und dann sehe ich manchmal auch die Frauen und ich kontaktiere über Telegram, aber ich schreibe dann so, hey, und auch mit den Vornamen. Ich habe nicht eine Gruppe, sondern ich mag einfach den Moment so an eine Schwester denken und sagen, hey, kommst du? Und das ist schön. Das ist auch durch Gabis Austritt, sonst haben wir E-Mails geschrieben und ich merke, E-Mails ist auch, da hat halt keine Freude. Und im Kreis habe ich auch gelernt, meine Freude zurückzuholen und nicht dieses Gefühl von, ich muss das so machen. Ich finde das wunderbar. Ich bin auch ab und zu auf Facebook und gucke auch mal. Aber ich merke, das sind so viele Informationen, das ist mir zu viel. Und ich gehe dahin, wo es mir Freude macht und bin trotzdem committed. Ja? So. Und auch, dass es so okay ist. Ja, das ist so, dass ich bin eben so. Und damit bin ich richtig gut. Also oft auch, das reicht es schon, an eine Frau zu denken und wir laufen uns über den Weg oder dann klingelt das Telefon. Ich mache das eben ein bisschen anders und das gefällt mir. Ja, das machst du richtig gut. Ja, das mache ich richtig gut. Das habe ich gestern auch gesagt. Ja, eine Frage war gestern, was kannst du richtig gut? Und das kann ich, an Frauen denken, und dann ist das da. Ja, wir hatten gestern am Ende unseres Karfreitag-Tempels hatten wir unsere Superkräfte geteilt. Das ist eine deiner Superkräfte. Eine meiner Superkräfte. Eine von ganz, ganz, ganz vielen Superkräften, die du in dir trägst, die du auch eben so großzügig teilst, die du alle, die davon lernen möchten, einlädst. Und da ist eine große Kapazität eben auch für Shameli den Raum zu halten, zu lieben, Hüterin zu sein des Tempelraums überall auf der Welt. Und ich freue mich immer, immer, immer sehr, wenn wir uns begegnen. Oder ich habe das Glück, dir so oft begegnen zu dürfen und diese Unterstützung auch von dir so sehr zu erfahren. So auch, ich erinnere mich oft an Situationen, also wenn du mich unterstützt oder auch wenn wir Räume für Shameli erhalten, da müssen wir nur gucken und dann weißt du. Ja, das fließt dann so, weil das, was uns wichtig ist oder was wir in unserem Herzen teilen, so in diesem Moment. Bevor wir unser Gespräch abschließen, ich möchte dich einfach noch fragen, ob es noch etwas gibt von dir, etwas, was du gerne teilen möchtest. Vielleicht gibt es noch was Wichtiges. Ach, ich habe gerade noch mal gespürt, diese Freude auch. Und ja, dass in uns allen, also diese Liebe und Freude so lebt, und dass ich auf jeden Fall da drin sehr viel Dankbarkeit spüre durch die scheinbar oft so kleinen Übungen. Auch als du eben Shameli gesagt hast, was ich so sehr ehre, ist zu wissen also in den Retreats und auch in der Sadhana, dass jedes Wort von ihr so bewegt wird. Und ich habe das Gefühl, das ist für mich so
wie übertragen, dass jede Zelle ihre Information bekommt. Und was ich spüre, ist dieses Gefühl von so, wie ich gedacht bin, das fängt in mir an zu schwingen und so darf ich hier sein. Und bei mir ist einfach viel Freude und die Welt anders zu sehen, anders und damit hier sein zu dürfen. Das ist meine Medizin und die darf ich hier mit reinbringen. Und ja, und ich erinnere mich auch, als Shamali einmal gesagt hat in Indien, wir brauchen auch die, die sich um die Rosen kümmern. Und da habe ich gedacht, oh, sie spricht von mir. und das ist, ja, es sind die Dinge, die mir Freude machen, die so leicht gehen. Und das lerne ich mehr und mehr. Und das ist für mich gar nicht anstrengend, sondern es ist wirklich all das, was ich gebe, beschenkt mich auch. Es ist dieser Kreislauf in den Dingen. Und das ist ein großes Geschenk, das zu spüren, weil wir oft auch das Gefühl haben, wir geben und wann also die Schwierigkeit ist zu empfangen, aber wann bekomme ich denn auch? Und ich habe im Kreis gelernt, dass das, was ich gebe, zu sehen, wenn es landet, dass ich dadurch auch bekomme. Und das ist dafür danke ich. Und auch möchte ich dir danken für all die unterschiedlichsten Ausdrucksformen, die du findest für dein Dharma und dass das unterschiedlichste Fäden in mir auf jeden Fall zum Klingen bringt. Und das ist so schön, wenn wir so werden, wie wir gedacht sind. Ja. Danke, danke. So schön, gemeinsam auf diesem Weg zu sein und immer wieder und ewig Lernende und Praktizierende. Und ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass du hier gekommen bist. Ich bedanke mich für diese Schwesternschaft, die wir leben dürfen und für all die Abenteuer, die wir noch erfahren dürfen. Danke, Beate. Und jetzt gehen wir in den Tempel.